Die amerikanische LLC in Kombination mit einem Wohnsitz in Malta, ist das eine gute Lösung oder nicht? Funktioniert das? Genau mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Übrigens, wenn du planst auszuwandern und du möchtest in diesem Kontext eine LLC gründen, hast aber noch viele Fragen, bist dir sozusagen im Steuerdschungel rund um die LLC verstrickt, dann lade ich dich herzlich zu unserer Braveheart LLC Masterclass nach Edinburgh ein, die wir regelmäßig organisieren. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Das Seminar ist 1,5 Tage lang. Dort besprechen wir wirklich alles, was du zum Thema LLC, Recht und Steuern wissen musst. Dort gründe ich vor deinen Augen eine Test-LLC, registriere sie dann für die amerikanische Steuer, eröffne ein Konto bei Mercury, ein Konto bei Wise und auch ein Konto bei Stripe. Alles vor deinen Augen. Wir besprechen alle Fragen, die es zum Thema Steuern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beachten gibt und natürlich auch dann später im Ausland, welche steuerlichen Implikationen hier man in den USA beachten muss, was man dort jährlich einreichen muss, wie man Rechnungen schreibt, und wir besprechen sogar, ob dir die LLC bei der Auswanderung in die USA helfen könnte, wenn das zum Beispiel in Zukunft deine Idee wäre. Tolle Atmosphäre, Whisky-Tasting ist auch dabei. Wie bei allen unseren Events kannst du deinen Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner oder sonstige Begleitperson ohne Aufpreis mitbringen. Und das Allerbeste, du bekommst von uns eine LLC und einjährige Betreuung hier rundum sorglos Paket geschenkt, nur für deine Teilnahme im Wert von 2.500 US-Dollar. Wie gesagt, alle Informationen auf unserer Webseite, Link dazu hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und dir die amerikanische LLC im Detail näher bringen zu können. Wir kriechen hier wirklich wie Ingenieure sozusagen in die Maschine rein und hinterher kennst du dich wirklich perfekt mit der LLC aus. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Malta, Wohnsitz in Malta und dann eine LLC. Funktioniert das? Ist das eine gute Idee oder nicht? Zunächst mal ein paar Worte zu Malta. Malta aus steuerlicher Sicht sicherlich das attraktivste Land in der Europäischen Union. Man kann den Non-Dom-Status nutzen. Dann sind sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei, beziehungsweise nicht ganz steuerfrei. Du musst eine 5.000 € Pauschalsteuer bezahlen. Dafür kannst du dann eine leere Steuererklärung einreichen und musst dir keinerlei Angaben machen, was du im Ausland verdient hast. Krypto, Aktien, Provisionen im Ausland, Gehälter, Honorare, die du im Ausland bekommen hast, alles in Malta egal. Du zahlst einfach diese 5.000 € Pauschalsteuer. Was im Ausland passiert ist, interessiert da niemanden. Deswegen viel besser als in Zypern, wo du ja alles nennen musst, was du im Ausland verdient hast, und dann entscheidet die Steuerbehörde, ob es steuerfrei ist oder nicht. Es gibt keine minimale Anwesenheitspflicht in Malta, also anders als Zypern. Du musst keine 60 oder 90 Tage wie in Dubai in Malta sein. Und auch wenn du in Malta ein Unternehmen gründest, dann zahlt dieses nur 5% Körperschaftssteuer. Das ist der niedrigste effektive Körperschaftssteuersatz in der EU. Viel tiefer natürlich als Zypern, als Ungarn oder auch als Irland. Und genau, wenn du dann auf Malta wohnst und eine solche Limited betreibst, zahlst du wirklich nur diese 5%. Du kannst dir den Rest des Gewinnes, also 95%, dann steuerfrei ins Ausland ausschütten lassen, obwohl du in Malta wohnst. Also eigentlich eine tolle Sache. Allerdings ist das Ganze, muss man sagen, etwas kompliziert von der Struktur her. Viel komplizierter als Zypern. Du brauchst nämlich 3 Gesellschaften. Eine operative Gesellschaft in Malta, eine Holding in Malta und eine ausländische Holding. Wir gründen meistens eine schottische LP. Wir machen das Ganze in Malta seit 2011. Das heißt, wir können dich natürlich diesbezüglich beraten. Wir können das Ganze für dich umsetzen. Aber es ist eben ein bisschen kompliziert. Das muss man schon sagen. Und natürlich ist es auch mit Kosten verbunden, eine solche Struktur zu etablieren und zu betreuen. Das heißt, das lohnt sich im Grunde nur, wenn man auch einen ziemlich hohen Gewinn macht. Ich sage normalerweise, ab 250.000 Gewinn lohnt sich das dann, davor vielleicht schwierig. Wenn du jetzt noch nicht diese 250.000 Gewinn erreicht hast, dann fragst du dich vielleicht, könnte ich nicht einfach eine LLC gründen? Eine LLC ist ja eine steuerfreie Gesellschaft. Auslandseinkommen ist in Malta steuerfrei. Ich zahle einfach meine 5.000 € Pauschalsteuer. Den Rest kann ich mir dann steuerfrei auf ein ausländisches Konto auszahlen, ein Konto, was nicht in Malta ist, denn das ist ja genau das, wie der Non-Dom-Status funktioniert. Die Auslandseinkünfte müssen im Ausland bleiben, dürfen nicht nach Malta fließen, also nicht auf ein maltesisches Konto. Diese Sache hat jetzt nur ein Problem, wenn du nämlich in Malta selbst lebst und dann diese LLC von Malta aus betreibst,
Mal angenommen, du bist Softwareentwickler und entwickelst jetzt Software von Malta aus und schickst den Kunden eine Rechnung über diese LLC, dann hat die LLC eine Betriebsstätte in Malta und somit wird sie dann steuerlich behandelt wie eine maltesische Gesellschaft. Du musst dann also eine Steuererklärung in Malta einreichen, du musst Testat machen, du musst Buchhaltung machen und du zahlst eben die Steuern. Naja, das ist natürlich nicht sehr viel, 5% insgesamt, wenn du es richtig machst. Aber du wolltest ja genau diesen ganzen Aufwand sparen mit der LLC. Das geht natürlich nicht. Mir ist völlig klar, dass du jetzt sagen wirst, naja, wie sollen die Maltesen das dann rausbekommen? Ich muss ja nichts melden in der Steuererklärung. Ich gebe eine leere Steuererklärung ab. Wie sollen die wissen, dass es eine solche LLC gibt? Das wissen die natürlich nicht, aber es ist ja letztlich immer so bei der Steuer, dass das System darauf basiert, dass du steuerehrlich bist. Wer jetzt natürlich hier bewusst Steuerhinterziehung betreiben will, natürlich, der kann sich alle möglichen Schlupflöcher suchen. Die meisten unserer Mandanten wollen das nicht, weil sie natürlich zu viel zu verlieren haben und weil sie natürlich genau wissen, es ist eigentlich keine Strategie im Leben, wenn man sich so durchschlawinert. Irgendwann bekommt man dann wirklich Probleme und deshalb soll man lieber alles von Anfang an richtig machen. Das heißt, eine LLC auf Malta zu betreiben, mit dem dann hier Leistungen an Kunden im Ausland abrechnest, das ist im Grunde genommen nicht möglich, das steuerlich optimiert in Malta zu machen. Also natürlich, es ist sicherlich steueroptimiert in Malta, weil ja die Körperschaftssteuer in Malta relativ gering ist, aber es ist eben nicht hier die Nullsteuerlösung, wo du dann ganz ohne Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter mit durchkommen würdest. Etwas anderes ist es, wenn du diese LLC jetzt einfach vermögensverwaltend verwendest. Ja, das heißt, wenn du sagst, naja, ich möchte jetzt hier nicht von Mika zum Beispiel betroffen sein. Das heißt, ich mache meine Kryptoverkäufe über die LLC, über amerikanische Börsen. Das Krypto gehört also der LLC und nicht mir. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Das würde tatsächlich funktionieren. Und die Vermögensverwaltung an sich, wenn sie tatsächlich nur die persönliche Vermögensverwaltung ist, die löst keine Betriebsstätte aus. Das heißt also, das wäre absolut eine Möglichkeit. Da müsstest du nicht groß was befürchten. Also wenn du dort, ich sage mal, passive Einkünfte im Grunde hast, Gewinnausschüttung oder auch Provisionen, wo jetzt hier keine Arbeit sozusagen von Malta aus notwendig wäre, da bist du dann nicht betroffen von diesem Risiko der Betriebsstätte. Das könnte man also durchaus über eine LLC machen, wenn du in Malta wohnst. Und das wäre dann tutti frutti komplett steuerfrei. Du müsstest in Malta nichts angeben. Wie gesagt, du persönlich zahlst deine 5.000 Euro an Steuern und das war's. Jetzt könnte man ja sagen, naja, also das Einkommen darf hier nichts mit Malta zu tun haben. Ich plane jetzt eigentlich gar nicht so viel auf Malta zu sein. Vielleicht sagen wir mal 90 Tage, 100 Tage, 120 Tage und den Rest des Jahres, 2/3 der Zeit bin ich dann sowieso im Ausland und dann betreibe ich einfach meine LLC von dort. Dann schreibe ich von dort Rechnung, dann erbringe ich dort Leistungen. Da habe ich ja dann keine Betriebsstätte. Das ist ja dann nicht in Malta steuerpflichtig. Das siehst du absolut korrekt. Das ist genau so. Also aus maltesischer Sicht wäre das eine komplett legale Lösung. Das kannst du wirklich so machen. Und wenn du Österreicher bist und du bist Schweizer, dann würde ich dir genau diesen Weg auch empfehlen. Natürlich immer unter der Annahme, dass du im Ausland nirgendwo eine Betriebsstätte auslöst. Und hierzu musst du dich möglicherweise beraten lassen, damit du auch ganz sicher bist, dass hier nicht in einem anderen Land eine Betriebsstätte ausgelöst wird. Aber wie gesagt, wenn du nur zu Besuch in bestimmten Ländern bist, dann kann man das möglicherweise ausschließen, wobei man auch hier natürlich darauf achten muss, du kannst dich hier nicht auf ein Doppelsteuerabkommen berufen. Die Gesellschaft hat keine Betriebsstätte im Ausland, das heißt also das DBA mit den USA, was es möglicherweise geben würde, das ist dann hier natürlich nicht zu verwenden. Das heißt, hier gibt es natürlich ein gewisses Restrisiko, dass es hier so eine wandernde Betriebsstätte gibt. Aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Das viel größere Problem ist, zumindest wenn du Deutscher bist, dass du dann sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast, sogenanntes Stateless Income, also staatenloses Einkommen oder auch Floating Income. Also du hast Umsätze, du hast Gewinne in deiner LLC, die man nicht einem bestimmten Land zuordnen kann, weil du eben keine Betriebsstätte in dem Land hast. Und hier sagt jetzt der deutsche Gesetzgeber, dass diese dann noch 10 Jahre in Deutschland zu versteuern sind, wenn es sich um gewerbliche Einkünfte handelt. Ja? Also wenn es um freiberufliche Einkünfte geht, also meinetwegen du bist Anwalt oder Steuerberater oder hast einen der anderen freien Berufe, dann ist das nicht der Fall. Man spricht hier ganz explizit von gewerblichen Einkünften. Diese sind dann noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern.
Und du hast dann eben auch keinen DBA-Schutz mit Malta, welches normalerweise hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht eigentlich aushebeln würde. Denn wie gesagt, du hast ja keine Betriebsstätte auf Malta, du hast diese ja ganz bewusst ausgeschieden. Das heißt, diese Einkünfte sind sozusagen außerhalb des DBAs mit Deutschland. Das ist etwas, da muss man aufpassen. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für andere ähnliche Länder wie Malta, sagen wir mal Dubai oder auch Zypern, aber eben in Malta in ganz besonderer Weise. Nochmal zusammengefasst, also unter der Annahme, dass du eine LLC hast und die ist nur vermögensverwaltend tätig oder wenn sie anderweitig tätig ist und du sie nicht in Malta betreibst, dass das Einkommen nicht Malta zugerechnet werden kann, dann hast du kein Problem. Alles steuerfrei, wenigstens aus maltesischer Sicht. Bist du deutscher Staatsbürger, musst du prüfen, ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, ob hier dann eine Betriebsstätte in Deutschland ausgelöst wird, weil du eben im Ausland keine Betriebsstätte hast. Das wäre dann eine echte Steuerfalle. Ansonsten natürlich Malta sehr interessant. Als Alternative könnte man immer eine maltesische Gesellschaft gründen. Da ist dann das Betriebsstättenthema hundertprozentig klar. Du hast eine Betriebsstätte in Malta. Dort gibt es dann auch eine gewisse Substanz. Dort wirst du nie irgendein Rechtfertigungsproblem haben. Das ist immer durch das Doppelsteuerungsabkommen abgedeckt. Malta hat ja ein DBA mit Deutschland, auch eins mit den USA und mit vielen anderen Ländern. Also hier hast du dann einen ziemlich starken Schutz, aber man muss beachten, ob diese Lösung wirklich für dich funktioniert. Wenn du jetzt weit weniger Gewinn machst als 250.000, meiner Meinung nach, oder sich dein Gewinn auch nicht wirklich in diese Richtung bewegt, dann wäre ich hier eher vorsichtig. Vielleicht würde man dann eine andere Lösung machen. Zypern ist sicherlich günstiger, weil man braucht ja nur eine Gesellschaft. Man hat hier nicht mehrere Gesellschaften, die man braucht. Osteuropäische Länder können ebenfalls interessant sein, Bulgarien, Rumänien zum Beispiel. Dort gibt es ähnliche Lösungen, wo man dann so 10-15% Steuern insgesamt bezahlen muss. Also das müsste man sich dann eben gut anschauen. Man kann zu allen Konstellationen sagen, dass die Gründung der LLC natürlich möglich ist, wenn man diese als Sichtschutz verwenden will. Also sagen wir mal, wenn du deine Kunden gerne eine Rechnung mit der LLC schreiben willst, aber die Gewinne dann in dem Land versteuert werden, wo du wohnst, also dass im Grunde dort die Betriebsstätte ist und dann auch wirklich hier die LLC-Gewinne dort versteuert werden. Das geht natürlich, das ist klar. Ich rede natürlich immer hier vom steuerfreien Betrieb der Gesellschaft. Der einfachste Weg ist dann einfach ein Einzelunternehmen in dem entsprechenden Land zu gründen und Rechnungen an die LLC zu schreiben. Dann ist sämtliche Gewinne dort versteuert und dann hättest du auch natürlich wiederum kein Problem. Aber das ist ja genau das, was man nicht will eigentlich, wenn man eine LLC gründet. Lass dich also von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten. Das sind kritische Fragen. Lass dich hier nicht ins Boxhorn führen. Lass dir nicht irgendwas aufschwatzen. Vor allem nicht von Leuten, die nicht qualifiziert sind und die keine Versicherung haben, die im Zweifelsfall für eine falsche Beratung bezahlt. Dann hängst du nämlich tatsächlich am Ende drin und kannst dich nicht auf die Haftpflichtversicherung eines Steuerberaters oder Rechtsanwaltes berufen. Wenn dich dieses Thema interessiert und du dazu Beratung brauchst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Natürlich hier nochmal meine Einladung zu unserer Braveheart LLC Masterclass nach Edinburgh. Würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und mit dir anstoßen zu können mit einem Glas Scotch, nachdem wir uns hier den ganzen Tag intensiv mit dem Thema LLC befasst haben. Wir beschäftigen uns genau mit solchen Themen seit fast 20 Jahren. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, rechtssichere Gestaltung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.